BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Konnichiwa, liebe BVB-Fans, ihr könnt euch sicherlich denken, wer heute bei mir zu Gast ist im Feiertagsmagazin, Shinji Kagawa. Mit ihm möchte ich euch auf die Partie gegen Augsburg einstimmen. Platz 3 zurückerobert. Gegen Augsburg will der BVB seine Position verteidigen. Großer Schritt Richtung Endspiel. U19 holt Auswärtssieg in Wolfsburg. Und immer für einen Spaß zu haben, Shinji Kagawa zu Gast im Feiertagsmagazin. Konnichiwa, Shinji. Ja, er ist bei uns hier im Feiertagsmagazin und da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Shinji, herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. In deinem Heimatland, ich komme direkt mit der ersten Frage, bist du ja ein Superstar. Wie ist das denn mit Borussia Dortmund in Japan? Wie wird der BVB dort wahrgenommen? Ja, BVB kommt letzte Saison, letzte Sommer. Überletzte Sommer. Zwei Jahre. Vorletzte Sommer. Das war sehr gut. Der Fans war, Stadion war voll. Unfassbar. Ja. Unglaublich, ne? Sehr nette Menschen. Ja. Wie du. Ja. Vielleicht. Doch, nein, ist so. Besser als mich. BVB ist mehr Fans. Nein. とても年々ファンが増えてると思いますし、すごく2年前も来たことですごく注目がされてるんじゃないかなと思ってます。Ja, Shinji, die nächste Reise steht fest. Es geht in diesem Jahr wieder nach Japan. Wie sehr freust du dich auf diese Tour? いや、とても楽しみにしてますし、スタジアムも素晴らしいスタジアムで試合ができるんで、相手も素晴らしいチームなんで、いい試合になればいいなと思ってます。Ja, ich habe natürlich verständnisvoll genickt, weil mein Japanisch sehr gut ist. Ich kann es aber nur verstehen. Aussprache ist bei mir etwas undeutlich oder schlecht. Ja, Shinji ist so eine Art Pionier. Er ist der erste Japaner, der bei Borussia Dortmund spielt. Und er ist nicht der einzige Vertreter seines Landes hier in unserer wunderschönen Stadt. Der japanische Garten im Westfalenpark. Ein wunderschönes Fleckchen ostasiatischer Kultur mitten in Dortmund. Mindestens genauso sehenswert der andere Nippon-Export in unserer Stadt, Shinji Kagawa. Deutscher Meister, Pokalsieger, Derbyheld, Kopfballungeheuer und Fanliebling. In dieser Spielzeit mit leichten Startschwierigkeiten. Rechtzeitig zum Saisonendspurt, der 28-Jährige aber wieder in Topform. In dieser Verfassung unverzichtbar für Schwarz-Gelb. Hoffentlich auch in Zukunft. Denn wir wollen japanische Kultur ja noch möglichst lange in Dortmund bewundern. Nicht nur im Westfalenpark. Toll, ich weiß gar nicht, wo wir die japanische Musik her hatten. Sehr schön. Warst du schon mal im Westfalenpark, Shinji? Ja. Dreimal schon there. Ist gut. Sehr schön. Sehr schön, ne? Sehr schön. Sehr groß und sehr schön. Was ist denn an dir typisch japanisch? Welche Traditionen pflegst du noch aus Japan? Schwer. Kannst du auch in Japanisch antworten? Ja. 日本的、ドイツ人と日本人は共通するところはすごく多いところはあるのかなと思いますし、そういう意味では本当に日本から多くのプレイヤーがブンデスリーガでプレーしていますし、そういうところのフィーリングがすごくドイツ人とはすごく合うのかなと。また習慣してやることはなんだろう、なんかありますかね。Warte. Ja, denkt schon etwas Deutsch. Sagt warte. Sehr schön. 簡単なもので言うと、ご飯食べる前いただきますっていうのはであったり、ご飯を食べたらごちそうさまっていうのはすごく日本では文化として習慣されていますね。
Ja, Shinji, was magst du denn an Deutschland besonders? Bier? Ja, ist Bier gut? Bier und Currywurst. Currywurst? Currywurst, sehr lecker. Ich mag. Letzte Woche, ich war Phoenix D. Ja, top Currywurst. So etwas gibt es in Japan nicht, ne? Japan nicht, ja. Currywurst, oder? Gibt es auch Dinge in Deutschland, über die du schmunzeln musst, die komisch für dich sind als Japaner? Du. Der ist nicht schlecht. Ich denke, wir kommen jetzt zurück zum Sportlichen. Am Samstag geht es zum Duell mit dem FC Augsburg. Wie die Vorzeichen so zu der Partie sind, das schauen wir uns jetzt einmal an. Der Countdown im Bundesliga-Endspurt läuft und es bleibt weiter spannend. Borussia Dortmund am Samstag zu Gast beim FC Augsburg. Das ist Königsklassenkurs gegen Abstiegsangst. Der BVB sackte vergangene Woche 3 Big Points im Rennen um die direkte Champions League Quali ein. Hoffenheim bezwungen, Platz 3 erobert. Einen solch wichtigen Dreier im Abstiegskampf verpasste der FCA auf dramatische Art und Weise in Mönchengladbach. Erst in der 94. Minute kassierten die Fuggerstädter den 1:1 Ausgleich. Mit 2 Zählern Vorsprung auf die TSG geht Borussia in die letzten beiden Saisonspiele. Auf Rechenspielchen lässt man sich aber gar nicht erst ein. Morgen zählt nur ein Sieg. Das gilt allerdings auch für den FC Augsburg, der mit dem gleichen Abstand auf den Relegationsplatz in die Partie geht. Aktuell Rang 13 ist trügerisch, das Restprogramm mit Dortmund und Hoffenheim knüppelhart. Einzigartig die schwarz-gelbe Bilanz in Augsburg. In 5 Ligaspielen gab es 4 Siege bei einem torlosen Remis. Der FCA damit der einzige Bundesligist, gegen den der BVB auswärts eine bessere Bilanz als zu Hause hat. In seinen 6 Spielen gegen den FC Augsburg ist Shinji Kagawa noch ohne Treffer. Shinji, diese Bilanz darfst du Samstag gerne etwas aufbessern. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Wir drücken dir die Daumen, dass du ein Tor gegen die Augsburger erzielst. Ihr habt euch den 3. Platz zurückgeholt. Es sind noch 2 Spiele in der laufenden Bundesliga-Saison zu spielen. Wie bist du gerüstet für den Endspurt? Wie fühlst du dich? コンディションはすごくいいですし、あと2試合リーグは必ず勝てるように集中してやっていきたいなと思います。Ja, Shinji, was hast du dir vorgenommen für die letzten beiden Partien? Letzten 2 Spiele oder ja. Letzte 3 Spiele? Oder für den Rest der Saison, ja. Rest der Saison. Ich möchte Tor. Ja, natürlich gewinnen, Mannschaft gewinnen, aber ich möchte ein Tor, eine Vorlage. In Berlin? Ja, Berlin auch. Natürlich. Augsburg und Bremen. Bremen auch. Ja. Alle. Letzte 3 Spiele, ja. Ich möchte. Ja. Ja, Shinji, und dann kommt natürlich das Highlight in der Saison. Es gibt noch das Pokalendspiel in Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Du warst 2012 dabei, als wir den Pokal geholt haben. Welche Erinnerungen hast du noch an das Spiel und vielleicht auch an die Feier danach? Ja, das war sehr gut gespielt gegen Bayern. Nach Spiel wir haben Bier getrunken. Ein bisschen Bier? Viel mit Kevin. ja, unglaublich. Und mit dem Wagen durch die Stadt? Mit dem durch die Stadt? Palette. Ja. Wahnsinn. Ja, unglaublich. Ich weiß nicht, aber Gänsehaut. Ich möchte noch einmal. Ja. Yeah. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass das funktioniert, dass ihr in Berlin den DFB-Pokal wieder gewinnt. Das wäre natürlich toll. Ja, unsere U19, die kämpft auch noch um einen Titel in diesem Jahr. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Es geht um die Deutsche Meisterschaft. Das Halbfinal-Hinspiel gegen Wolfsburg war und das ist natürlich auch ein Thema bei uns im Spielfeldrand.
Mit einem sicher verwandelten Elfmeter führt Kapitän Enis Burnic unsere U19 zum Sieg gegen bisher noch ungeschlagene Wolfsburger. 3:2 heißt es am Ende des Halbfinal-Hinspiels um die deutsche Meisterschaft. Und das, obwohl die Jungs in Schwarz-Gelb zweimal in Rückstand geraten. Doch ein Eigentor nach einer Ecke und ein schöner Flachschuss von Burnic egalisieren jeweils die Wolfsburger Führung. Dann wird David Kopacz im Strafraum gefoult und Kapitän Burnic verwandelt zum Sieg. Damit geht die U19 mit viel Selbstvertrauen ins Rückspiel. Das findet am kommenden Montag um 18:30 Uhr in Brakel statt. Ja, Felix war ja auch dabei. Wie verstehst du dich mit Felix? Ja, sehr lustig. Ist er, ja? sehr lustig, guter Mann. とても、いいプレイヤーですし、まだ若いし、ただ本当に真面目に、日々練習してるんで、本当にドルトムントの未来じゃないかなと思います。Ja, jetzt wird's noch mal kurz ernst. Wir sind fast am Ende der Sendung. Es gibt noch ein kleines Spiel. Nobby gegen Shinji. Ja. Tor oder kein Tor? Wir müssen entscheiden bei Szenen, ob der Ball ins Tor geht oder nicht ins Tor geht. Ja, jetzt gibt es die Szenen aus Spielen von Borussia Dortmund mit Spielern, die jeweils die ersten ihres Landes bei Borussia Dortmund waren. Du bist der erste Japaner. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ich weiß es ja auch nicht. Der ist doch schon drin. Ich sag Tor. Du kannst das Gleiche sagen, ist kein Problem. Ja, okay, ich auch Tor. Atli Edvaldsen, das war der erste Isländer. Wir beide. Gegen Bayer Uerdingen war das. 0:0. Ja. Das ist auch schwer, ne? Oh, schwer. Bashiru Salou Kein Tor. gegen Eintracht Frankfurt. Der hat ein paar Tore gemacht. Ich sag Tor. Schneller. Ja! 1:0 Nobby. Ich soll anfangen? Harry Deschewer. Das war ein Knipser. Tor. Kein Tor. Das ist noch Giulio Cesar. Julius Cesar? Ja, Heinrich, langer Ball. Ja! Der ist drin. Was freust du dich denn? Ja, 1:1. Unentschieden 1:1. Da kann ich mitleben. Gegen den großen Shinji Kagawa unentschieden, da bin ich zufrieden. Ja, lieber Shinji, das ist der Zwischenstand. 48 Nobby, 43 Gäste und ich darf mich jetzt kurz freuen. Bitte. Ich habe gewonnen. Es gibt nur noch ein Heimspiel, ein Feiertagsmagazin. Ich habe es geschafft. Und dann noch bei Spiel gegen Shinji. Ich bin mächtig stolz. Lieber Shinji, wir haben hier ein tolles Bild mit allen Unterschriften der Gäste, die hier waren. Das werden wir unserer Stiftung zur Verfügung stellen, Ja. Wo du möchtest. Okay. Ja. Das war's heute von unserem Feiertagsmagazin. Ich hoffe, dir hat das auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, Hast zwar nicht gewonnen, mir ist aber lieber, ihr gewinnt morgen gegen Augsburg. Vielen, vielen Dank, Shinji. Ja. Mach's gut und schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Dankeschön.